Hallo Sänger und Sängerinnen, mein Name ist Felix Herrmann und das heutige Tutorial lautet: Sei dein eigener Gesangscoach. Vorab: Du solltest deine Fortschritte immer mit einem professionellen Lehrer abklären. Wenn du mal an einer Stelle nicht weiterkommst oder vermutest, dass du falsche Zusammenhänge herstellst, hole dir am besten eine zweite Meinung ein. Was ich dir gleich empfehlen werde, ist besonders für dich geeignet, wenn du denkst, dass dein Stimmumfang eingeschränkt ist, wenn du beim Singen schnell ermüdest oder deine Muskeln sogar wehtun, oder wenn du einfach nur mehr Kontrolle über deinen Gesang erlangen möchtest. Die Frage, wie wir zu unserem eigenen Gesangscoach werden, ist relativ leicht zu beantworten, wenn wir uns fragen, was ein Gesangscoach im Grunde macht. Er oder sie beobachtet, analysiert, diagnostiziert und gibt Verbesserungs- oder Lösungsansätze. Wenn du dich also eigenständig verbessern möchtest, solltest du ebenfalls diese Punkte verfolgen. Erstens, bewusst singen und dich dann fragen, was tue ich, wo liegen vielleicht Probleme und wie kann ich diese lösen? Damit wir uns selbst besser beobachten können, stelle ich dir hier ein paar Methoden vor, die sowohl simpel als auch effektiv sind. Erstens, visuelle Kontrolle. Singe vor einem Spiegel. Vor großen Ganzkörperspiegeln zum Beispiel kannst du deinen ganzen Körper sehen und vor allem deine Haltung, deine Atmung und deine Gestik beobachten. Für Prozesse, die nur das Gesicht betreffen, kannst du auch einen kleinen Handspiegel nehmen oder dich einfach beim Singen filmen. Zweitens, haptische Kontrolle. Fasse dich beim Singen an. Das ist vor allem gut, wenn du mal keinen Spiegel zur Seite hast. Mit deinen Händen kannst du viel bewusster spüren, welche Muskeln aktiv werden, welche verspannen und welche locker sind. Für die Atmung und Stütze zum Beispiel kannst du deine Hände seitlich auf den Brustkorb legen oder eine Hand auf den Brustkorb und eine auf die Bauchdecke. Für den Phonationsprozess, also wenn die Stimme in Schwingung kommt, mag ich es gern, meine Hände seitlich auf den Hals und Kiefer zu legen. So kann ich gleichzeitig mehrere Bereiche erspüren. Und so oft passiert es, dass wir beim Singen müde werden, weil entweder die äußere Halsmuskulatur, der Kiefer oder die Zunge verspannen. Drittens, auditive Kontrolle. Nimm dich bitte beim Singen auf. Manche Dinge sind so schwer von außen zu erkennen, dass auch Gesangslehrer nur auf ihre Ohren zurückgreifen müssen. Deshalb solltest auch du dein analytisches Gehör schulen und Audio- und Videomitschnitte machen, um sie nachher anzuhören. Manche Dinge sind ja so fest in deiner Gewohnheit verankert, dass du sie gar nicht mehr wahrnimmst. Und zuletzt, interozeptorische Kontrolle. Das bedeutet, spüre in dich hinein. Das ist wohl die schwierigste Methode und auch die am meisten Übung und Erfahrung bedarf. Die anderen Methoden werden dabei helfen, deine Körperwahrnehmung zu steigern. Aber du solltest trotzdem versuchen, immer genauer spüren zu wollen, was dein Körper eigentlich macht. Ein paar kleine Wahrnehmungsübungen können zum Beispiel sein: Wie bilde ich verschiedene Vokale und Konsonanten? Gibt es einen Bereich mit der Zunge, mit dem ich meinen weichen Gaumen oder meinen Rachen spüren kann? Wie fühlen sich meine Stimmlippen an, wenn ich mich selbst an der Ausatmung hindere? Ha, ha. Und wie fühlt es sich an, wenn ich diesen Druck dann loslasse? Vielleicht völlig, ha, 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 oder nur teilweise. Ha, ha, ha. Wie fühlt sich mein Mundraum und mein Kehlkopf an, wenn ich gähne zum Beispiel? Du merkst schon, es tauchen immer mehr anatomische Begriffe auf. Aber es ist wichtig, wenn du etwas in deinem Körper wahrnehmen möchtest, dass du auch weißt, was du in deinem Körper alles wahrnehmen kannst. Deshalb, wenn du es ernst meinst mit dir und dem Gesang, geh los und schau dir ein paar Anatomie-Videos an. Damit du einen etwas strukturierteren Plan hast, schlage ich dir eine kleine Checkliste mit 7 Punkten vor, um deine Aufmerksamkeit immer auf einen anderen wichtigen Punkt zu lenken. Dabei gehen wir von der großen Muskulatur immer weiter ins Detail. Um die Fragen dann zu beantworten, solltest du möglichst alle Kontrollmethoden nutzen, wo sie sinnvoll sind. Such dir einen beliebigen Song raus, den du magst oder an dem du arbeiten möchtest, und nimm dir eine überschaubare Stelle vor, vielleicht 2 Zeilen aus dem Chorus oder eine halbe Strophe. Okay, hast du? Dann sei bereit für einen intensiven Schnelldurchlauf. Am besten du stoppst das Video nach jedem Punkt, dann probierst du die Sachen gleich aus und machst danach weiter. Haltung. Sitze oder stehe ich aufrecht? Sind meine Schultern locker und entspannt? Ist mein Nacken gestreckt oder mein Kinn vorgeschoben? Und sind meine Arme und Beine verkrampft oder locker?
Brustkorb und Bauch. Atme ich in den Bauch oder heben sich meine Schlüsselbeine? Zum Beispiel so. Oder kann ich meine Atmung kontrollieren oder fühlt sie sich stockend an? Und ist meine Stütze zu gepresst, optimal oder zu schwach? Gesicht. Welche Emotion strahlt mein Gesicht aus? Das ist ein großes Thema. Kleiner Tipp. Angst und Zweifel hindern deine Stimme daran, frei zu sein. Probiere es anstattdessen mit Freude, Staunen oder Hoffnung. Nimm einen Spiegel zur Hand und versuche die Emotionen in deinem Gesicht wirklich erkennbar zu machen. Und dann schau, ist meine Stirn gerunzelt oder artikuliere ich wach oder eingeschlafen? Kiefer. Ist er weit genug geöffnet? Versuch deinen Vokalen Platz zu geben, aber forciere den Kiefer nicht in eine unangenehme Öffnung. Hast du vielleicht Verspannung in der Beißmuskulatur oder unten im Zungengrund? Hals. Verspannt seitliche Halsmuskulatur? Strecke ich mein Kinn vielleicht hoch, wenn ich hohe Töne singe? Bleibt mein Kehlkopf flexibel? Oder steigt er zu weit hoch? Zunge. Wie bilde ich meine Vokale? A, E, I, O, U. Liegt meine Zunge in der Regel entspannt mit Kontakt zu den unteren Schneidezähnen? Oder ist sie vielleicht rückverlagert? Oder hat der Rachen hinten genug Platz? Weicher Gaumen. Ist mein Gaumen schlaff oder geweitet? Hebe ich meinen Gaumensegel für hohe Töne? Singe ich vielleicht nasal? Ich habe einen Geheimtipp für dich. Versuche auf einem Vokal dir die Nase zuzuhalten und du merkst, wenn der Sound sich verändert, sind Nasalitätsanteile vorhanden. A oder A. So, das waren eine Menge Fragen. Es gibt so viel zu beobachten und vielleicht merkst du, dass der Job des Gesangslehrers deshalb nicht ganz so einfach ist. Natürlich sind das längst nicht all Dinge, die wir beobachten können, aber für mich ist das schon mal ein sehr großes und wichtiges Spektrum. Je öfter du diese Checkliste durchgehst, desto schneller wirst du im Beobachten werden und merken, wenn etwas nicht stimmt und wo deine Potenziale liegen. Deine Selbstwahrnehmung wird sich steigern und du wirst merken, dass du deinen Gesang viel besser kontrollieren kannst. Du wirst viel über deine Technik erfahren und so wirst du um einiges vielseitiger werden können. Ganz wichtig, höre auf dein Bauchgefühl. Wenn sich etwas unangenehm anfühlt, dann ist es falsch. Analysiere, woran es liegt und versuche die Dinge auf verschiedene Art und Weisen auszuprobieren. Und noch einmal, kommst du an einer Stelle nicht weiter, hole dir Hilfe. Wenn dir das Tutorial gefallen hat oder du Fragen hast, schreib mir einen Kommentar in die Kommentarbox oder eine Nachricht und wir vereinbaren eine Online-Stunde. Ja, von meiner Seite war es das für heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und damit bis zum nächsten Mal.